Ja, hallo, liebe Motorradfreunde, willkommen zurück zu einem neuen Video von mir, hier in diesem neuen Jahr 2024. Ja, ich hoffe, ihr hattet einen guten Rutsch und wir fangen direkt an hier mit einem schönen neuen Mercedes Maybach von Almost Real im Maßstab 1:18. Ja Leute, hier ist der Maybach, Mercedes Maybach. Ne, mittlerweile gibt es ja die Maybach-Marke nicht mehr eigenständig, sondern ist unter dem Mercedes-Dach quasi vereint. Hier in der Ausführung Mercedes S-Klasse Maybach Z223. Können wir auch gut erkennen hier an diesem neuen Kühlergrill. Mir persönlich gefällt der W222 besser, also der von der Vorgängergeneration. Allerdings hat er auch ein paar Punkte, die mir ganz gut gefallen. Hier könnt ihr schon sehen, der Stern ist auch relativ stabil. Ne? Das lobe ich mir. Der Kühlergrill sieht sehr imposant aus, viel verchromt hier, Nur das stört, finde ich, also nicht vom Modell, sondern im Echt, diese riesige Sensoren, also diese ganzen Sensortechnik, das ist schon brutal, und sieht irgendwie klobig aus, finde ich. Ansonsten hier alles sehr, sehr viel Chrom, das gefällt mir, das ist sehr gut. Und wir schauen hier gleich mal rein in den Motor. Und wir können erkennen, hier wurde auch filigran gearbeitet, hier mit den Stäben. Ne? Und hier der Motor, nicht großartig, jetzt spektakulär. Kann man machen. Ist halt wie in echt nicht viel zu sehen. Ne? Und schauen wir uns die Seite an von diesem sehr langen Fahrzeug. Und ihr seht, das ist alles relativ sehr elegant gehalten, logischerweise. Hier diese verchromten Felgen sehen fantastisch aus, finde ich. Ja? Genauso wie hier diese verchromten Seitenteile von den Fenstern. Ne? Das sieht sehr gut aus. Beziehungsweise ist es leicht mattiert. Und hier sieht man natürlich das Markante bei dem Mercedes Maybach, diese riesige Vortür. Und hier natürlich das Maybach-Logo. Kommen wir kurz zum Heck. Das finde ich eigentlich das Beste an dem W223er beziehungsweise der Generation, 223, egal jetzt was für eine Version. Und zwar hier diese Lampen, die passen relativ gut zum Fahrzeug, wie ich finde. Hier steht auch nochmal Maybach drauf. Und hier S680. Und hier kann man auch schön die verchromte Auspuffanlage sehen. Das sieht schon alles sehr, sehr gut aus. Und wir werfen auch hier mal einen Blick rein. So. Ihr könnt nicht viel sehen. Ne? Alles schwarz. Da hinten ist quasi noch ein Kühlschrank angedeutet. Und es gibt eine Besonderheit. Und zwar hier. Es gibt Taschen als Zubehör mitgeliefert. Das finde ich ganz gut. Hier eine. Und so sieht die zweite aus. Also beziehungsweise Koffer. Hier eine große Reisetasche. Und hier eine etwas kleinere. Passt natürlich auch hinten rein. So. Also könnte man theoretisch hier einladen. Ist ein schönes Gimmick. Gefällt mir sehr gut. Sehen auch auf der anderen Seite relativ gut gearbeitet aus. Hier hinten auch nochmal. Mit Reißverschluss. Ist aus Plastik, ist jetzt kein Textil oder so. Aber ein schönes Gimmick auf jeden Fall. So, kommen wir zum Highlight, und zwar den Innenraum. Übrigens eine Sache, die mir gerade noch auffällt, ist, es gibt hier auch noch Hinterradlenkung, schaut mal. Hinten bewegt sich der Reifen mit, damit dieses lange Schiff auch um engere Kurven kommt. So, schauen wir mal in den Innenraum hinein. Erstmal nach vorne. Ich hoffe, ihr könnt ausreichend erkennen. Sehr helle Ausstattung, das gefällt mir. Im Innenraum ist leider unten im Boden nicht so brutal beflockt, sage ich mal, so weich wie bei den ganzen anderen Modellen eigentlich. Das scheint Almost Real jetzt mittlerweile anders handzuhaben. Das gefällt mir jetzt nie so gut. Klar, sieht etwas realistischer vom Optik aus, aber irgendwie ist es doch schöner, wenn es etwas flauschiger bzw. plüschiger ist, oder? Ja, hier die Tür auch sehr detailliert gemacht. Sieht sehr gut aus, und der Innenraum hier hinten im Fond, sehr luxuriös mit dem Bildschirm, den Champagnerkelchen. Das sieht alles sehr, sehr gut aus. Hier auch. Beifahrerbereich ist natürlich auch entsprechend detailliert gemacht. Hier die Konsole. Wie gesagt, finde ich vom Vorgänger alles besser. Hier Bildschirm sieht eher wie aus einem kalifornischen Autohaus oder Autohersteller, der auch ein bisschen was mit Space zu tun hat. Die Einheitlichkeit ist sehr verblüffend. Deswegen, ansonsten sieht es doch recht ähnlich aus wie das des Vorgängers, sage ich mal, im Großen und Ganzen. Aber es ist ein solides Modellauto, kann man nichts meckern, finde ich. Was sagt ihr zu dem Fahrzeug? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und ich würde sagen, wir sehen uns nächstes Mal wieder. Macht's gut, schaut euch auch meine Videos an. Ich habe den Vorgänger bzw. auch den hier schon von Norev schon mal vorgestellt. Ganze Playlist zur S-Klasse und Mercedes hier verlinkt.
Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Macht's gut, bis dahin. Ciao.